So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute geht es darum, wie man seine Truppkameraden aufleveln kann. Hierzu gibt es ganz verschiedene Wege. Der häufigste und wichtigste ist erstens in deiner Basis. Dazu gehen wir auf meine Basis. In dieser Basis klicken wir auf unsere Truppkameraden. Dann wählen wir aus der Kategorie, wo wir pimpen möchten, entsprechend einen Truppkameraden aus. In meinem Fall zum Beispiel möchte ich jetzt gerne hier 7er rausmachen, also nehme ich hier den Fuse, den ich schon auf 6 habe und versuche die anderen nachzupimpen. Das tue ich, indem ich hier diese XP-Karten einsetze. Natürlich kann man nur immer so viel einsetzen, wie man an Goldvorrat hat. Ich nehme jetzt extra mal weniger, nur zur Demonstrationszwecken. Wie ihr seht, haben wir das EP dieses Truppkameraden gesteigert. Der ist jetzt auf Level 8. Ziel ist natürlich, dass ich den auf Level 60 habe, weil dann kann ich den von Level 60 entsprechend von 4, 2 Stück braucht man immer dazu, von 4 entsprechend durch Diamantpunkte auf 5 aufleveln. Ich habe jetzt zurzeit hier 2000er zum Beispiel, da klicke ich drauf und sage, aus dem Grand soll jetzt ein 6er werden. Dazu müsste ich 1400 Diamantpunkte ausgeben. Da ich aber nicht auf den Grand setze, weil ich noch nicht genug andere zur Verfügung habe, lasse ich das nicht. Um euch klar zu machen, was das bedeutet, ihr fangt an bei Level 1. Ihr müsst also immer 2 haben, um daraus einen zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt Brute nehme, 2 Brute, Level 1, geht einer verloren, einer wird 2. Damit ich den auf 3 habe, brauche ich wieder 2, die auf Level 2 sind, weil wieder geht einer beim Aufsteigen in Level 3 einer verloren. Und so geht die Kette immer weiter. Um auf 4 brauche ich 2 Dreier. Das heißt, ich muss am Anfang entsprechend die beiden, einer kommt weiter in 2. Die beiden, einer kommt weiter in 2. Dann habe ich 2, wo ich einen von den 3 leveln kann. Dann brauche ich aber wieder 2. Einer in 2. Und nochmal 2. Einer in 2. Dann habe ich wieder 2, die in 2 sind, kann wieder einen auf 3 machen, habe dann schon mal 2 auf Level 3. Und dann brauche ich natürlich noch mehr, weil ich möchte ja bis auf 7 rauskommen. Das heißt, wieder 2 Stück aufleveln auf 19.000, dann durch Gold auf Level 2. Und dasselbe wieder und wieder und wieder. Das können wir jetzt alle ausrechnen. Das heißt, bis ich auf Level 7 komme, weil immer einer verloren geht, muss ich entsprechend viele Brutes haben, die ich hochstärken kann. Das heißt, wir zählen jetzt mal mit, um auf Level 3, 4, 5, 6, 7 zu kommen, gehen wir jetzt zurück. Um einen 7er zu haben, brauchen wir 2 6er. Um 2 6er zu haben, brauchen wir 2 5er. Für 2 5er brauchen wir 2 4er. Für 2 4er brauchen wir 2 Dreier und so weiter. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 benötigen wir, damit am Ende aus 24 von Level 1 einer übrig bleibt in Level 7. Da ihr ja bei jedem Schritt auf 2 einen verliert, dann sind wir schon auf 12. Auf 3 einen verliert, dann sind wir schon auf 6. Auf 4 einen verliert, dann sind wir schon auf 3. Weil immer 2 natürlich mitgehen. Dann 5, dann sind wir schon auf einem und das reicht nicht. Das heißt, wir brauchen noch mehr. Also 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Für Level 2 haben wir 16, für Level 3 haben wir dann nur noch 8, für Level 4 haben wir dann noch 4, für Level 5 haben wir dann noch 2, für Level 6 hätten wir dann nur noch 1. Also nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und dann
haben wir 2 Sechser, wo wir dann einen Siebener rausmachen. Das heißt, ihr müsst insgesamt 32, Minimum 32 von Level 1 mit Hilfe von Gold nach oben bringen. Also hier Einsatz von Truppkameradkarten. Hier seht ihr links entsprechend, was das für Auswirkungen hat. Ich brauche Level 20. Jetzt nehme ich hier mal kleinere. Ich brauche nur noch 4. Da seht ihr das, die blaue Zahl 17, 18, 19, 20. 21, 20 brauchen wir und kommen jetzt langsam dorthin. Für den nächsten brauche ich noch ein bisschen mehr. Ich habe aber nicht genug Gold, kann ich jetzt gar nicht machen. Achtet immer darauf, nehmt nicht immer gleich die großen oder das automatische Updaten, weil da geht unnötig viel verschwunden. Dann kann es euch passieren, ihr nehmt den 5000er und hättet nur noch 1000 davon gebraucht. Geht immer einzeln vor. Das spart euch Truppkameradkarten und Gold. So, das ist der erste Weg, wie man Truppkameraden leveln kann. Der zweite Weg ist, und das darf man nie außer Acht lassen, sogenannte Spezialeinheiten-Missionen. Das ist diese Mission sehr in Gebieten, die ihr schon freigespielt habt. Ich nehme jetzt mal ein kleines als Beispiel hier. Es gibt immer ganz tolle Preise. Je höher ihr kommt, desto höher auch zum Beispiel Rubine, die man gewinnen kann. Oder die Uhren, Wecker nennen wir die auch bei uns im Clan. So, damit wir hier das jetzt machen können und diese Preise zu kriegen, gibt es folgende Möglichkeit. Ihr habt hier unten die Symbole. Für Sniper brauchen wir den hier, drücken wir drauf, dann kommt das. Für Molotov steht hier tödlich, habe ich aber nicht unter Molotov. So, seht ihr, habe ich nicht. Dann gibt es aber die Möglichkeit, sogenannte Lehrer. Das hier ist ein Lehrer. Der hat EP-Bonus von 25% und zwar für alle Truppkameraden, die an der Mission beteiligt sind. So könnt ihr schneller die EP-Zahl machen. Es gibt also Erfahrungspunkte für jede Mission, wo ihr diese einsetzt. Wenn ihr den Lehrer nehmt, bekommt ihr 25% mehr. So, und dann haben wir hier die Zusatzextras, die sind rein für die Spezialeinheiten. Wenn ihr hier zum Beispiel den Einkaufskorb einsetzt, dann ist die Zeit doppelt so lange, aber ihr bekommt doppelt so viel Preise. Lohnt sich mir natürlich nicht, mache ich zum Beispiel bei Rubinen. Da wir 95 haben und wir nichts zu holen haben, das ist eigentlich nur ein Demo, was ich mache, nehme ich hier noch 5 oben drauf. Hier, wie ihr seht, ungewöhnlich erhöht um 5%. Je höher das geht, desto schärfer die Farbe, also gelb, kann man noch 30% rausbekommen. Das ist wichtig, um später hier unten die Boni zu erhalten. Da braucht man dann 140, 150%, um überhaupt eine Chance auf Bonus zu haben. In höheren Spezialeinheiten-Missionen stehen hier häufig 100 Rubine. Also gebt euch die Sachen gut auf und überlegt euch, wann ihr die einsetzt. Dazu gibt es einmal hier den Würfel, dann gibt es dasselbe, wenn ihr Drohnen im Einsatz habt, das erhöht dann 5% die Drohnenwirkung. Dann haben wir hier die Missionszeit. Auch hier gilt nach Farben, hier ist höher um 10%, 10% Drohnen, 10%, 15% Missionszeit. Dieses ist ein Schild, das bedeutet, die Truppkameraden können nicht verwundet werden. Vorsicht, wenn ihr dieses einsetzt, habe ich die Erfahrung gemacht, wurden meine Truppkameraden häufig entführt. Zwar nicht verwundet, aber entführt. So, auch hier wieder Missionszeit verkürzen um 30, Drohnen um 30, Missionszeit verkürzen um 50%. Das benutze ich gerne, wenn es sich um große Spezialeinheiten-Missionen, die um einen Tag laufen. Oder ich benutze sie bei Gebietskämpfen. Also, setzt solche Spezialeinheiten-Missionen und die beiden Truppkameraden bekommen Erfahrungspunkte. Lasst sie nicht in eurer Basis faul werden, benutzt sie öfters, setzt sie ein. Und dann gibt es jetzt noch den dritten Weg, einen Truppkameraden mehr EPs zu geben, und zwar indem ihr diesen hier in eurer Basis in der Verteidigung einsetzt. Auch dort bekommt er bei jedem Kampf, den diese Basis gewinnt, Erfahrungspunkte. Daher seht ihr auch häufig, dass in der Basis Truppkameraden sind, die höheren Wert haben, wie man eigentlich als Höchstwert haben kann bei dem Level. Das liegt daran, dass die entsprechend die Erfahrungspunkte
noch euren Clan zu helfen, sind die sogenannten Beherrschungsgebiete. Auch hier setzen wir Missionen. Wir sind jetzt gerade fertig. Ihr seht jetzt, die kommen zurück und dann kriegen wir unten die verdienten neuen XP, die der jeweilige Truppkamerad dazu bekommen hat. Also, es ist sinnig. Je häufiger ihr Spezialeinheitenmissionen oder wie ihr jetzt bei Gebietskampf Missionen ausführt, desto mehr bekommt ihr an XP für eure Truppkameraden. Warum hat Talon keine? Das hier ist der geliehene Talon aus unserem Clan-Basis, der auf Zeit nur da ist. Der kann man nicht mehr hochleveln, der ist automatisch festgesetzt. So, das heißt, wir setzen möglichst viele unserer Truppkameraden immer wieder auf Missionen, um das zu erreichen.